Na, bist du auch auf der Suche nach neuen Reifen für deinen Humvee? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute im Offroad-Einsatz der HGP 408 Humvee. In aller Kürze ein paar Daten zum Fahrzeug. Der HGP 408 wurde von mir mit einem Hobbywing 1080 Regler ausgestattet. Differentiale vorne und hinten sind gesperrt. Die Originalreifen, die haben sich für meinen Geschmack sehr schnell zugesetzt mit zum Beispiel feuchtem Sand. Deswegen habe ich diese ersetzt durch dick, zippig, Matt Country Reifen. Es sind leider nicht die Originalen von RC4WD, sondern eine Nachmache. Aber wie die sich jetzt schlagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind wie immer auf dem Standard-Testgelände von mir, wo ich auch schon mit dem Fahrzeug Stock gefahren bin. Wir fahren einen 3S-Akku, weil ich dieses Fahrzeug wirklich für sehr schwer empfinde. Und das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Es fängt auch wie immer ganz harmlos an. Aber das macht er schon mal schön. Aber das hat er, glaube ich, Stock auch noch hingekriegt mit gesperrten Differentialen. Jetzt wird es gleich erstmal richtig spannend. Das hier ist ein wirklich sehr, sehr schwieriger Teil. Wir versuchen es mal, aber links hat es bisher immer nur ein TRX6 oder ein 1:8er Modell hochgeschafft. Und das ist ja der Humvee hier nicht. Das kann man jetzt nicht mit einem Traxxas oder sowas vergleichen. Er hat diese Bodenfreiheit gar nicht, deswegen müssen wir mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass er das hier links schafft. Aber rechts, das sollte er auf jeden Fall hinkriegen. Das Profil, das setzt sich nicht so schnell zu, wie ich finde. Das gefällt mir schon deutlich besser. Oh, sag mal, sollte er das jetzt hier tatsächlich schaffen? Ich hole dich mal ein bisschen näher ran. Ich habe jetzt hier mit Absicht mal nichts verändert. Aber es sieht ja fast so aus, als wenn er es irgendwie noch schaffen könnte. Die Chance will ich ihm geben, aber er hat halt einfach diese Bodenfreiheit auch nicht. Aber das Profil gefällt mir schon mal deutlich besser als mit den originalen Rädern. Na. Ich glaube, das hat hier keinen Zweck. Wir versuchen es mal rechts. Wir lassen den Unterboden ein bisschen heile. Wenn man es jetzt noch länger versucht hätte, dann hätten wir es vielleicht sogar noch geschafft. Aber ich will auch nicht, dass der Unterboden so ganz kaputt geht. Das hier ist, glaube ich, eher so sein Metier. Das ist schon schwierig genug, hier rechts auch, gerade mit dieser geringen Bodenfreiheit. Aber da sollte er auf jeden Fall hochkommen. Ha! Und das macht er auch, das hat er gut gemacht, prima. Vom Gelände her sehr anspruchslos, aber von der Optik her sehr schön hier diese Heide. Und der Humvee, guck mal, das passt doch richtig gut. Schön. Die nächste Steigung mit bisschen losem Geröll. Wir sehen schon, dass der Reifen sehr stark arbeitet und gerade auch vorne der Reifen das Fahrzeug kaum halten kann. Ich bin in der Regel ein großer Fan von sehr weichen Reifen, aber dieses Fahrzeug ist natürlich auch schwer. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Vorderachse anschauen, dann sehen wir, glaube ich, auch ganz deutlich, wie sehr der Reifen überfahren wird an der Vorderachse. Donnerwetter, ja, also da hat er wirklich wenig Seitenhalt bei den weichen Reifen, aber ansonsten fährt er hier mit so gut wie keinem Schlupf ganz entspannt hoch. Und jetzt kommt unsere Hauptsteigung, die ich selbst zu Fuß nicht wirklich hochkomme. In Tarnfarbe natürlich besonders schwer zu erkennen jetzt der Humvee hier in unserem Urwald. Was ich wirklich immer wieder sagen muss, dass der Hobbywing-Regler auch in Verbindung hier mit diesem Motor wirklich super hält. Dieses Fahrzeug wiegt deutlich über 5 Kilo und ich habe ihn so eingestellt, dass er ganz langsam öffnet und das Fahrzeug ganz langsam runterlässt. Also das funktioniert so gut und das auch bei diesem wirklich schweren Auto. Wir fahren jetzt mal hoch. Och, guck mal hier, minimaler Schlupf, das macht er geil. Das macht er richtig schön. Jetzt wenden wir da oben. Wichtig ist natürlich gerade bei dieser weichen Reifenflanke, dass wir jetzt gerade runterfahren, nicht, dass unser Auto zu sehr rutscht oder kippt. Das wollen wir ja auf keinen Fall. Schleifen habe ich zum Glück so zum Beispiel jetzt noch gar nicht gehört von den Reifen. Das finde ich auch sehr gut. So, und jetzt lassen wir ihn mal hier ganz langsam runterfahren. Guck mal, das macht er richtig schön. Ganz langsam rollt er hier runter. Der Regler hält ihn prima. Die Reifen machen einen tollen Job. Muss man wirklich sagen. Ganz klasse.
schön. Also selten so wenig Angst gehabt, dass ein Auto nicht heile den Berg runterkommt. Und die weiche Reifenflanke sehen wir auch hier ganz deutlich. Ja, bei dieser Seitenbelastung sieht das gut aus und der hat auch einen verdammt starken Winkel drauf. Aber wenn wir jetzt mal ganz genau gucken auf den Vorderreifen, dann sehen wir auch, dass das Fahrzeug eigentlich nicht vom Reifen gestützt wird, sondern von der Felge. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich lenke jetzt mal vorsichtig ein, sodass er dann auch wirklich nicht kippt. Also das macht er schon gut. Er hat natürlich auch, das ganze Chassis hat einen sehr, sehr geringen Schwerpunkt. Aber der Reifen, der wird halt völlig überfahren. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Reifenflanke ist zu weich. Da kann man auf jeden Fall mit einer anderen Schaumstoffeinlage gegenarbeiten. Hier eine ganz, ganz knifflige Stelle. Da kommt es auch immer drauf an, wie breit ist das Fahrzeug. Je schmaler, desto besser. Und da liegt jetzt wirklich, wirklich nicht die Stärke des Humvee. Also absolut nicht. Der ist recht breit. Wir versuchen es mal mit den Reifen, ob wir hier ein bisschen was schaffen. Schwierig. Einmal neu positionieren. Wir versuchen es nochmal. Ich gebe nicht auf. Versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Also es ist wirklich, wirklich hart für jeden Crawler hier hochzukommen, außer vielleicht ein ganz, ganz kleiner. Der rutscht da immer wieder weg. Ich setze ihn mal ein kleines bisschen weiter oben an. Wir gucken mal, wie er sich so ein kleines bisschen weiter oben schlägt. Und du siehst auch hinten den Reifen, der ist halt völlig platt, ne? Ich finde sowas ja noch in Ordnung. Ich finde das geil, wenn er sich so richtig pellt und sich so richtig um die Steine schmiegt. Wir gucken mal, ich höre es kratzen. Das ist natürlich auch ein schweres Auto, aber schafft er das? Schafft er das? Komm, wir verkratzen die Seite, ist nicht schlimm, ist ein Crawler. Komm. Das hätte ich nicht gedacht. So ein breites Fahrzeug, unten wirklich schwierig, also da kommt man wirklich nur mit einem 1:18er weiter. Aber dass er das jetzt ein bisschen weiter oben so gut schafft, das liegt mit Sicherheit auch an den Reifen. Das finde ich geil. Und hier schauen wir uns ja immer den Böschungswinkel an, aber ganz ehrlich, der Wagen ist relativ lang, relativ tief. Also da fahre ich jetzt hier wirklich den entspanntesten Weg hoch. Vorausgesetzt, ich schaffe ihn dann erstmal dahin. Na komm, auf jeden Fall. Guck mal hier, der weiche Reifen schmiegt sich wieder an. So, und wir sehen schon, da ist das Maximum auch wirklich erreicht. Auch da setzen wir schon auf. Das ist einfach nicht seine Stärke, das muss sie aber auch nicht sein. Der Wagen ist für mich auf jeden Fall richtig scalig, den finde ich richtig geil. Der hat ganz andere Qualitäten. Und ja, Bodenfreiheit zählt jetzt nicht unbedingt dazu. Ganz aufgeben will ich noch nicht. Na komm. Na komm. Er setzt sich hier einfach fest. Das mag er nicht, da können auch die Reifen nicht weiterhelfen. Wir geben ihm mal hinten an der Hinterachse so einen kleinen Stein, wo er sich so ein bisschen dran klammern kann. Jetzt sollte es doch schon ein kleines bisschen besser aussehen. Wir versuchen es mal. Langsam. Na? Nee. Das will er nicht. Das ist auch okay, der Wagen ist nicht sonderlich hoch, der Wagen hat andere Qualitäten und an dem Böschungswinkel ändern die weichen Reifen auch nichts, aber ein Versuch war es doch auf jeden Fall mal wert. Wo die neuen Reifen aber auf jeden Fall helfen dürften, das wäre hier in so einem Gelände, das ist glaube ich viel mehr seins. Nicht ganz so heftig, aber schön scalig dazu, das Gelände auch, wie ich finde. Und dann einfach mal ein bisschen überlegen, wo fahre ich denn her? Muss ich wirklich überall drüber kommen? Oder gibt es nicht auch noch einen anderen Weg? Das ist ja auch das Schöne beim Crawlerfahren. Und guck mal hier, das macht er doch schön. Das macht er doch klasse. Der weiche Reifen, der arbeitet gut. So, wir drehen hier nochmal so ein bisschen und geschafft, er ist oben. Geil. Na, was taugen sie denn jetzt? Meine neuen Reifen auf dem HGP 408. Ich persönlich finde, sie taugen auf jeden Fall. Wenn man überlegt, dass es sich hierbei nicht um die originalen RC4 WD, sondern um eine Nachmache handelt, die ich wirklich sehr, sehr günstig geschossen habe, dann sind diese Reifen echt gut. Ich finde, das Fahrzeug fährt besser als mit den originalen Reifen, auch wenn die Reifeneinlage, die mitgeliefert wird, deutlich zu weich ist. Der
Reifen wird an den Seitenflanken völlig überfahren und die Seitenflanken sind einfach mit dem Fahrzeuggewicht völlig überfordert. Aber brauche ich die Seitenflanken immer? Bei diesem Fahrzeug kommt es mir hauptsächlich auf den Scale-Faktor an und ich suche mir das Gelände dem Fahrzeug entsprechend aus. Ja, ich habe es hier auf meinem Offroad-Parcours getestet, wo ich hier jedes Auto teste, und hier ist die ein oder andere wirklich harte Passage mit dabei, wo der Reifen hoffnungslos an seine Grenze stößt. Ich bin dennoch zufrieden mit diesen Reifen und würde sie jederzeit wieder montieren. Wie siehst du das? Schreib es jetzt in die Kommentare. Bis dahin, ciao.